Seit dem 8. Dezember 2022 gibt es in Deutschland den neuen Videostreaming-Anbieter Paramount+. Hier können wir Serien und Filme für eine monatliche Gebühr als Stream schauen, wie bei Netflix, Prime Video und Co. auch. Was du aber alles über den neuen Anbieter wissen musst und wie alles funktioniert, erkläre ich dir in diesem Tutorial. Als erstes gebe ich dir einen Überblick, was die Funktionen und Inhalte bei Paramount+ angeht und wie es preislich aussieht. Anschließend erstellen wir gemeinsam einen Account und ich zeige dir, wie die Oberfläche funktioniert und wie wir Inhalte finden und anschauen können. Abschließend werfen wir noch einen Blick in die Einstellungen. Paramount Plus ist der Videostreaming-Anbieter von Viacom CBS, mit welchem wir für eine Abogebühr auf Serien und Filme zum Streamen zugreifen können. Doch welche Serien und Filme kannst du bei Paramount Plus streamen? Das sind vor allem Star Trek-Inhalte, Serien von Showtime wie Billions, Dexter und Co., die wir bisher bei Sky oder Wow schauen konnten, sowie Inhalte von MTV, Nickelodeon und auch exklusive Inhalte, welche für Paramount Plus produziert wurden. Wir können auch einige Kino-Highlights von Paramount schauen, wie den neuen Top Gun Maverick-Film. Grundsätzlich ist das Angebot aber aktuell noch sehr überschaubar und auch nicht alle Titel sind aktuell von Paramount hier verfügbar, da noch andere Streaming-Anbieter die Lizenzen dafür haben. Früher oder später werden diese aber vermutlich ihr Zuhause bei Paramount Plus finden. Welche Inhalte aktuell verfügbar sind, kannst du dir auch einfach ohne ein Abo abschließen zu müssen über den Link in der Beschreibung anschauen. Das Praktische zudem ist, dass wir Paramount Plus auch über Amazon Prime Video Channels, Apple TV oder beispielsweise Sky als Zusatzpaket buchen können, womit wir die Inhalte über unsere schon bekannten Plattformen konsumieren können. Schließen wir ein Abo über die Webseite ganz normal ab, können wir in unserem Account bis zu 6 Profile erstellen und uns auf unlimitiert vielen Geräten anmelden, aber nur begrenzt auf mehreren Geräten gleichzeitig streamen. Fast alle verfügbaren Titel sind mit deutscher Synchronisation oder mit deutschen Untertiteln verfügbar. Über die App auf dem Smartphone können wir Inhalte auch herunterladen und offline schauen. Doch wie sieht es preislich aus? Grundsätzlich haben wir lediglich die Wahl zwischen einem Monats- oder Jahresabo, mit welchem wir Zugriff auf alle Inhalte während eines aktiven Abos erhalten. Das Monatsabo kostet standardmäßig 7,99 € pro Monat und ist monatlich kündbar. Und das Jahresabo kostet 79,90 € pro Jahr, also umgerechnet 6,65 € pro Monat, welches jährlich gekündigt werden kann. Mit dem Jahresabo sparst du also 15% im Vergleich. Beide Abos sind aktuell nur mit Kredit- oder Debitkarte bezahlbar und über den ersten Link kannst du das Monatsabo auch kostenlos testen. Wenn du Paramount Plus als Channel über eine Drittanbieterplattform buchst, sind auch andere Zahlungsmethoden möglich. Gleich noch mehr dazu. Wenn du wissen willst, welcher Videostreaming-Anbieter der beste für dich ist, dann schau doch mal auf dem Link in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir einen ausführlichen Vergleich für dich und Tutorials zu fast allen gängigen Anbietern. Doch wie richten wir Paramount Plus jetzt auf unseren Geräten ein und erstellen einen Account? Dafür einfach auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, wo wir auf die Paramount Plus Webseite gelangen. Hier können wir uns direkt registrieren, um einen Account zu erstellen und ein Abo zu starten. Dafür müssen wir unseren Namen und E-Mail-Adresse angeben, sowie ein Passwort festlegen. Mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort können wir uns dann auf der Paramount Plus Webseite oder App anmelden, um immer auf unseren Account zugreifen zu können. Optional können wir dann das Senden von Werbe-E-Mails erlauben und müssen die Nutzungsbedingungen bestätigen. Aktuell dürfen nur Personen, die volljährig sind, in Deutschland einen Account erstellen. Im zweiten Schritt müssen wir dann unser Abo auswählen. Hier können wir zwischen dem Monats- oder Jahresabo wählen. Das Monatsabo kannst du auch kostenlos testen, aber ich rate dir auch, immer auf den ersten Link in der Beschreibung zu klicken, wo du gegebenenfalls aktuelle Rabatte erhältst. Egal, ob wir jetzt eine kostenlose Testphase starten, welche nach Ablauf automatisch verlängert wird, oder ein normales Abo, müssen wir unsere Zahlungsmethode hinterlegen. Dafür müssen wir auch unsere Rechnungsadresse angeben und dann unsere Kredit- oder Debitkarte eingeben. Aktuell werden nur diese unterstützt, das kann sich aber in Zukunft ändern. Wenn du mit einer anderen Zahlungsmethode das Abo abschließen möchtest, kannst du es auch über Amazon als Channel oder bei Apple TV beispielsweise dazu buchen, wo die Zahlung dann jeweils über deinen dortigen Account abgewickelt wird. Es ist auch praktisch, dort sein Abo abzuschließen, wenn du einen der Services schon nutzt und alles an einem Ort haben möchtest. Haben wir unsere Zahlungsmethode erfolgreich bestätigt, können wir direkt unser Profil auswählen und anfangen zu schauen.
Über die Webseite können wir am PC gucken und auf unserem Smartphone oder Tablet einfach die Paramount Plus App aus dem App Store installieren und uns dort mit unserem gerade erstellten Account anmelden. Auf dem Fernseher kannst du es direkt über die App-Streaming-Funktion schauen, falls du einen Chromecast, Fire TV oder Co. hast, und einige Smart TVs unterstützen auch die Paramount Plus App direkt. Welche Geräte genau aktuell unterstützt werden, kannst du dir über den Link in der Beschreibung anschauen. Haben wir uns in unserem Account angemeldet, müssen wir meistens als erstes ein Profil auswählen, mit welchem wir schauen möchten. Hier ist standardmäßig eins erstellt, aber über das Profil können wir weitere Profile erstellen, was praktisch ist, wenn man Kinder hat, für welche man auch ein spezielles Kinderprofil einrichten kann, wo Erwachseneninhalte mit einer PIN gesperrt sind. Oder auch, um Merklisten und Fortschritte auseinanderzuhalten. Jedem Profil können wir einen Namen und auch Charakterbild geben. Am unteren Rand können wir bestehende Profile über den Stift auch verwalten, wo wir sie auch wieder löschen können. Haben wir ein Profil ausgewählt, können wir direkt auf der Startseite neue, aktuelle Inhalte sehen und auf unsere zuletzt angefangenen Serien und Filme zugreifen, um sie weiterzuschauen. Hier können wir auch direkt nach Marken oberhalb filtern, was auch ganz oben im Menü geht, wo wir auch zu einem eigenen Serie- und Filmbereich wechseln können. Über die Suche daneben können wir auch nach einem bestimmten Titel direkt suchen. Am rechten Rand sehen wir auch unser ausgewähltes Profil, wo wir dieses jederzeit wechseln können, sowie auf unsere Einstellungen zugreifen und uns abmelden können. Haben wir eine Serie angeklickt, werden uns auf der Übersichtsseite alle verfügbaren Staffeln und Folgen angezeigt und wir können direkt mit der ersten Folge starten oder dort weiterschauen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Unter den Folgen finden wir manchmal auch Trailer und weitere ähnliche Titel. Haben wir einen Film angeklickt, wird dieser direkt im Player gestartet und wenn wir runterscrollen, wird uns der Name, Beschreibung, Trailer und ähnliche Titel ebenfalls angezeigt. Jeden Film oder Serie können wir auch zu unserer Liste hinzufügen, welche wir immer auf der Startseite sehen. So können wir uns einfach Titel merken. Wählen wir einen gespeicherten Titel aus, können wir auch immer wieder von der Liste entfernen. Haben wir einen Titel gestartet, können wir im Player am unteren Rand immer pausieren und vor- oder zurückspulen. Am rechten Rand können wir zudem die Lautstärke einstellen und in einen Vollbildmodus wechseln. Oben sehen wir auch immer den Titel auf der linken Seite und auf der rechten Seite können wir alle verfügbaren Audiosprachen und Untertitel aufrufen und diese wechseln. Falls wir daneben ein Streaming-Symbol sehen, können wir den Inhalt auch auf ein anderes Gerät streamen, beispielsweise auf unseren Fernseher. Haben wir Inhalte angefangen, werden uns diese auch auf der Startseite zum Weiterschauen vorgeschlagen, wo wir diese auch über Bearbeiten entfernen können, falls wir die Titel nicht mehr weitergucken möchten. In der App für Smartphone funktioniert alles sehr ähnlich, nur dass wir hier auch ausgewählte Titel auf der Übersichtsseite herunterladen können, um sie dann auch ohne Internetverbindung schauen zu können. Alle heruntergeladenen Inhalte finden wir dann unter Mehr im unteren Menü und dann Downloads. Hier können wir diese auch wieder entfernen. Unser Profil können wir hier auch immer unter Mehr wechseln. Falls du mehr Tutorials zu anderen Videostreaming-Anbietern und viele mehr sehen möchtest, abonniere doch meinen Kanal kostenlos. Werfen wir abschließend noch einen Blick in die Einstellungen, welche wir über unser Profilbild am oberen rechten Rand bei Konto finden. Hier können wir unsere Login-Daten, also E-Mail-Adresse und Passwort ändern, sowie unser aktuelles Abo sehen. Dort sehen wir, wann die nächste Zahlung ansteht, können zum Jahres- oder Monatsabo direkt wechseln, unsere Zahlungsmethode ändern sowie das Abo kündigen. Hast du ein Probeabo abgeschlossen, kannst du es hier auch während der Probezeit kündigen, sodass keine Kosten entstehen. Zudem finden wir in den Einstellungen noch die Option, ob wir Werbe-E-Mails erhalten dürfen und können unsere Profile im Account verwalten. Auch die Kindersicherung und der dazugehörigen PIN für Erwachseneninhalte können wir hier bearbeiten, wofür wir unser Passwort eingeben müssen und dann neben dem PIN auch festlegen können, ab welcher Altersstufe die PIN-Eingabe erforderlich ist. Schließlich können wir hier uns auf dem aktuellen Gerät auch ausloggen sowie den Hilfebereich aufrufen. Hast du Paramount Plus über einen Drittanbieter wie Amazon, Apple TV, Sky oder Co. abonniert, findest du die Einstellungen auf der jeweiligen Plattform und musst dort dein Abo beispielsweise verwalten. Probier Paramount Plus jetzt über den ersten Link in der Beschreibung kostenlos aus und für mehr Tutorials und Vergleichen zu vielen anderen Streaming-Anbietern abonniere doch meinen Kanal kostenlos. Falls du noch Fragen oder Feedback haben solltest, kannst du dieses gerne in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal!